Wir stehen da jetzt in Bramett vor unserer alten Heizung. Eine Gasheizung war das, eine Gastherme, die wir gehabt haben, ist nach 24 Jahren jetzt in die Jahre gekommen und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Heizung und haben uns für die Luftwärmepumpen von Hagassner entschieden. Wollten vorher eigentlich einmal mit Pellets irgendwas machen, darum haben wir Hagassner auch kennengelernt. Leider haben wir aber im Keller nicht den Platz für die Pellets und da haben wir uns dann entschieden, jetzt dann diese Luftwärmepumpe zu nehmen. So, da stehen wir jetzt vor unserer neuen Heizung von der Hagassner Airflow M mit Innenmodul Komfort, 9 kW und hat eine Vorlaufleistung von 65 Grad Celsius. Wir haben uns für diese Heizung entschieden, weil es einfach kostengünstig war, weil es leise ist, weil es einfach im Innenraum keinen Lärm entfacht und das wirklich super klasse ist. Warum wir es jetzt gerade gemacht haben, war natürlich, weil es auch super Förderungen momentan gibt, die wir natürlich da ausnutzen wollen. Wir haben eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmeter, 60 Quadratmeter Kellerflächen, die leicht temperiert mitgeheizt werden. Also das heißt, wir heizen ca. 180 Quadratmeter mit dieser 9 kW Wärmepumpe. Dadurch, dass das Haus relativ gut isoliert ist und einen super K-Wert hat, wird sich das ganz leicht ausgehen. Mitgrund für die Luftwärmepumpe war, wir haben heuer eine PV-Anlage aufs Haus aufgegeben. Das heißt, wir produzieren einen Strom selber, haben einen großen Pufferspeicher auch von der PV-Anlage, sodass wir hoffentlich auch im Winter relativ viel selber abfangen können. Hagassner ist wegen dem geworden, weil es ein Wahnsinn ist mit der Innovation, die er nicht nur in der Biomasse hat, mittlerweile auch in Wärmepumpen und wirklich innovativ ist und immer wieder Neuigkeiten ausbringt. Ich war positiv überrascht und auch wie einfach das Ganze zum Installieren war und wie das schnell erledigt worden ist.